Und jetzt kommt's, weil gleich hören wir. Wow. Ey, warte mal ganz kurz. Ist das alles vom TÜV abgenommen, Stefan? Ja. Oh. Es ist Sonntag 16 Uhr. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist heute spektakulär. Wir sind hier mitten in einem Industriegebiet, okay? Und mich hat ein Zuschauer angeschrieben, dass er ein spektakuläres Auto hat. Und zwar hat er einen Lamborghini Urus. Mega, mehr geht nicht. Im SUV-Bereich das Auto schlechthin. Aber er hat einen raufgesetzt, hat gesagt, ich habe das Auto unheimlich fett umgebaut. Okay? Und heute stellen wir uns die Frage, der Urus ist ja schon brachial. Muss man den nochmal umbauen? Lohnt sich das? Und was passiert dann mit meinem Auto? Das ist die Frage, wie kann ich es dann später nochmal verkaufen? Kriege ich meine Umbaumaßnahmen noch bezahlt, ja oder nein? Aber bevor wir reingehen, dreh dich mal um, Roman. Guckt euch das mal an. Tor 1. Tür 2, dann haben wir da oben die Palmen. Okay, das ist schon geil. Und jetzt gehen wir mal gemeinsam rein. Ich nehme euch jetzt mit. Ich bin echt gespannt. Warnung vor den Hunden. Hast du Angst vor Hunden, Roman? Ja. Es geht auf. Warte. Alter Schwede. Ich würde mal sagen, du hast sofort Urlaubsfeeling, oder? Pool. Guckt euch die Palmen an. Ein Weg dahin, Traum für jeden, der auch Autos liebt. Guck mal diesen Weg an, bis zur Garage. Guckt dir das mal. Das ist doch geil. So. Alter Schwede. Also erstmal, wenn du hier reinkommst, ist ja schon gigantisch. Und dann stehst du einfach so relaxed neben dein Auto. Ganz entspannt. Ich bin der Stefan. Hallo Hamid. Hamid, dich kennenzulernen. freut mich. Hallo. Hier, guck dir das mal alles an. Guck mal ganz kurz. Alles Carbon, perfekt verarbeitet. Aber bevor wir weitermachen, verkabeln wir dich erstmal, Ja, Stefan, okay. damit ihr auch alles mitbekommt. Der Lamborghini Urus ist brachial und ich kenne ja meine Community schon. Ich liebe das ja, wie ihr meine Beiträge kommentiert. Kommentiert ihr mir mal jetzt, muss so ein Umbau noch on top dazu oder nicht? Und die zweite Frage stelle ich euch gleich. So Stefan, jetzt legen wir mal los. Ja, gerne. Sollen wir vorne anfangen? Sollen wir von vorne nach hinten? Ja, gerne, wie du Okay, möchtest. Wie so. du möchtest. Zunächst einmal finde ich die Farbe mega schick, Ja. die du ausgesucht Ja. hast. Richtig geil. Ist ja nicht so ganz weiß, Richtig? ist so ein bisschen Grautouch drin. Ja, ne? ganz leicht. Mega. Das ist von Novitec, ne? Das ist Novitec. Ja, ja, Also, ganz genau. Die Luftschütze gibt es so von Lamborghini nicht. Schön in Carbon. Finde ich mega schick. Ich finde es mega dezent. Auch hier. Das ist sehr geil gemacht. Okay. Ansonsten ist im Frontbereich jetzt nichts mehr von. Die Frontschürze ist noch. Die Frontschürze komplett? Ja, ja, die ist unten auch von. Ach so. Was ich sehr schick finde, ist, dass es so, obwohl das ein Wide-Body-Kit ist. Ne? Ja, korrekt, ja. Mit Wide-Body-Kit nennt man immer Schürze ab, neue Schürze rauf und die Verbreiterung hier an der Seite. Guck mal, das ist hier alles raufgeklebt. Das, was ihr hier seht, ist rausgeklebt und dann ganz fein hier mit Silikon abgedichtet. Und hier gibt es aber einen Nachteil, was dann später immer passieren kann. Dazu komme ich gleich. Und dann haben wir hier sozusagen, das ist ein Blender, das ist kein Lufteinlass oder sonstiges. Das ist nur rein optisch. Okay? Und wenn du hier rauf sagst, sehen wir die ersten Probleme, was nicht schlimm ist. Was nicht schlimm ist, aber gerade bei Weiß fällt das auf. Was genau, sage ich euch gleich. Dann geht es weiter und dann kommt die Heckbereich. Und das ist, ich finde es mega gelungen. Die Lippe, also Heckspoiler, ne? Hast du hier Ja, drauf? Dann der hast du Heckspoiler, dann der Dachspoiler. das hier und guck, hör mal zu. Das ist Carbon. Ich würde mal sagen, alleine dieser Heckspoiler kostet um die 8.000 Euro. Ja, ja, kommt fast hin. Genau, nur das hier. Und guck mal, wie leicht. 8.000 Euro. Und ihr wisst, dass ich das mal vergleiche. Für 8.000 Euro
ne? Da kriegt ihr einen schönen 2, 3 Jahre alten Dacia Duster, den ihr noch mal 10, 15 Jahre fahren könnt. Und hier hast du nur einen Spoiler. Ist auch geil. Ich stehe jetzt hier hinten. Ja. Würdest du bitte einmal das Auto anschmeißen? Weil jetzt machen wir einen Soundcheck. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Machen Alter wir Schwede. gerne. Willst du mit runterkommen? Komm. Und jetzt kommt's, weil gleich hören wir. Ey, warte mal ganz kurz. Ist das alles vom TÜV abgenommen, Stefan? Ja, Oh, der ist brutal. Ne? oh. Der ist vom TÜV abgenommen? Ja, ja. Also ist nicht ganz so dezenter Sound, aber ich liebe ihn halt. Ne? Ich sag's euch. Ich habe schon viel erlebt. Es ist brachial. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Es ist Wahnsinn. Den TÜV-Prüfer, den möchte ich kennenlernen. Ja. Den lade ich sofort zum Essen ein, zum Spaghetti-Eis ein. Mit dem mache ich alles, was er möchte. Wenn er diese Auspuffanlage einträgt, ist er mein Freund. Dann haben wir die brutalen, heftigen 23 Zoll Felgen. Genau, Na? 23 Zoll, korrekt. Was ich mega schön finde, ist, dass es, also 23 Zoll bietet auch Lamborghini Original vom Werk an. Ein Riesenpunkt zum Wiederverkauf. Riesenpunkt. Die erste Frage ist immer, wenn du einen Lamborghini Urus verkaufen willst, 22 Zoll oder 23 Zoll. Die Felgen sind auch eingetragen? Alles eingetragen, also alles, der ganze Wagen ist eingetragen, komplett so wie er steht. Komplett. Das sind natürlich Blender, das ist kein Schnellverschluss, das ist eine Kappe, was du abziehst und dahinter sind die Radbolzen. Okay? Das machen sie ganz schön geschickt. Also wir haben hier zweimal Blender. 2 Blender haben wir hier. Einmal hier, quasi Lufteinlässe, die sind aber zu. Zack. Siehst du das? Und dann haben wir einmal hier sozusagen Schnellverschluss, aber das ist kein Schnellverschluss, das sind ganz normale Kappen. Kannst du auch mal die Motorhaube aufmachen, bitte? Ja, sicher. Weil das ist eine Carbon-Motorhaube, was ihr hier seht, auch sogar foliert wegen Steinschlagschutz. Ganz ne? genau, ja. Sehr geil. Ich würde mal sagen, die Haube kostet um die 15.000 bis 16.000 Ja, Euro. kommt auch wieder hin. Kommt hin, ne? Ja. Aber auch da, hier ist es kein Lufteinlass oder nichts für Temperatur. Das sind auch Blender, dritte Blender. Hier könnte man ein bisschen nachjustieren. Das ist auch ganz einfach gemacht. Guck mal, wenn du mich schon anschreibst und mir so ein tolles Ja, Auto dann- bringst, dann muss repariere ich der dir auch dein Service Auto. Ne? dazugehören, ja. Dann repariere ich dir das auch. Das ist doch geil. Darf ich fahren? Aber auf jeden Fall. Super. Ich würde mal sagen, wir legen los. Alter Schwede. Auf geht's. Ist das nicht krank? Schreib mir das mal bitte. Du hast einen Lamborghini Urus und dann setzt du das noch on top. Das ist doch Wahnsinn. Was meint ihr? Kommentiert mir das mal. Aber warum holst du dir einen Urus, der ja schon vom Werk aus brachial ist, und packst das noch rauf? Warum? Das ist halt so ein Stich für mich. Ich habe gedacht, wenn ich mir so ein tolles Auto gönne, Ja. dann möchte ich noch mal so weit, ich sag mal, individualisieren, optisch wie auch motortechnisch, dass ich wirklich sagen kann, der kommt mir jetzt wahrscheinlich auf der Autobahn nie entgegen. Das ist eigentlich meine Leidenschaft, mein Hobby. Ich bin mein Leben lang Autofan Ja. und habe mal früher als Jugendlicher gesagt, wenn ich mal Geld verdienen sollte Ja. und ich könnte mir etwas Schönes leisten, dann sind es unter anderem, denke ich, tolle Autos, die Okay. nicht jeder fährt. Okay. Wo ich mich aber einfach jeden Tag freue, die Autos zu sehen und damit fahren zu können. Okay. Ne? Also einfach so ein Spleen vor mir, wenn man wieder schießt. So geil? Das wollte ich, Das genau ist das wollte geiler ich. geht nicht. Genau das wollte ich. Ich bin nämlich hier ganz dezent in Sportmodus gegangen. Und dann habe ich, in dem Ja, Stefan am brutal, Erzählen ist, brutal. gebe ich mal ein bisschen Ja, Gas, ja. lass Gas weg und dann knallt er hinten raus. Ja, ja, das ist wirklich wie so ein Maschinengewehr, Feuer und Und ich wollte genau das wollte ich haben, dass du mich drauf ansprichst. Das ist so geil, das ist so geil. Also das Auto hat einen Basispreis von 282.000 Euro. Das kann ich euch auch erklären, warum. Das Auto ist perfekt ausgestattet, also komplett Carbon-Paket von innen. Das lässt sich Lamborghini gerne zahlen. Das ist ungefähr bei 12.000 Euro. Ja, ja, genau. Okay. Dann haben wir hier Leder mit Kontraststitching in Rot, was ich sehr, sehr schick finde. Das lässt sich auch Lamborghini zahlen. Wir haben hier ein Alcantara-Dach. Wir haben hier ein Panoramadach. Ich
mach mal kurz Mach mal ruhig auf, genau. Heck, also Rolo auf, was ein A und O ist. Okay? Und dann kommen wir ganz schnell auf die 282.000 Euro. Und jetzt kommt, das Auto wurde ja nochmal komplett umgebaut. Und zwar für wie viel? Also insgesamt inklusive Arbeitslohn 90.000 rund. 90.000 Euro nochmal on top. Korrekt, on top, ja. Du sagst ja korrekt on top. Also inklusive der Leistungssteigerung. Ja, aber das ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich eigentlich bescheuert, aber ich sag mir, hat sich gelohnt, weil ich freue mich, wie gesagt, jeden Tag, wenn ich den Wagen sehe und ich sehe die begeisterten Gesichter der Passanten, wenn ich vorbeifahre. Ja. Das ist Wahnsinn. Junge Leute, alte Leute, die stehen teilweise so und Ja. Da ist kein Neid dabei, es ist einfach wirklich Autobegeisterung. Verstehe. Und ich gehe im 4. Gang und gebe mal ein bisschen Gas. Alter Schwede. Wir fahren hier ein SUV. Oh fuck. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie geil das Auto nach vorne marschiert. Es ist aber ein Regen ohne Ende. Also die Autobahn ist nass, es ist klitschenass. Aber mega, wie das Auto Aber der nach Wagen vorne. ist wirklich so. Oh, das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Und jetzt haben wir die größte Bremsanlage der Welt. Genau, das ist wirklich, also Wahnsinn, da kann man sich einen Esszimmertisch draus bauen, kann man sagen. Das ist wirklich genau. Wahnsinn, ja, Also ist wirklich. Ja, Und genau. was mich auch fasziniert hat, wie stabil der Wagen liegt, das ist brutal. Unglaublich. Du gehst in die Kurve rein, der Wagen bricht nicht weg, das ist unfassbar. Das ist unglaublich, ja. Das ist einfach unglaublich. Es ist auch selbst bei Regen, es ist Ja. strömender Regen, es ist Regen pur, fühle ich mich safe. Ich bin im Sportmodus, es ist überhaupt kein Problem. Und wenn ich dann ein bisschen bremse, donnert er da hinten wieder Dann raus. feuert er hinten raus. Ja, genau, das ist geil. Aber dass du echt einen Lamborghini Urus bei einem Händler on Stock gekriegt hast, hast du da auch ganz normal Basispreis bezahlt oder hast du da schon on top bezahlt? Nee, da habe ich ein bisschen on top bezahlt. Ja, ja, klar. Ja, Weil die Autos, die sofort lieferbar sind, die sind teurer Ja. als, Ja. also die Händler kaufen die Autos ein, lagern die Autos, je nachdem wie die Auslieferungsphase von Lamborghini ist, verkaufen sie die Autos 10.000 bis 15.000 Euro über Neuwagenpreis. genau. Und die ersten Urus wurden bis zu 100.000 Euro Ja. über Neuwagenpreis gehandelt. Wahnsinn. Das ist unfassbar, Ja. unfassbar. So. Das möchte natürlich Lamborghini nicht hören, ich weiß, das hasst Lamborghini. Aber liebe Lamborghini-Leute, es ist nun mal so, das können wir nicht ändern, dann müsst ihr schneller Ja. produzieren. Ja. Wenn du den normalen Urus, es ist echt so krass zu sagen, den normalen Urus, der ja schon gewaltig ist, okay? Nach einem Jahr mit 15.000 Kilometer verkaufst Ja. und du hast dafür 282.000 Euro bezahlt, okay? Kriegst du noch locker 265.000 bis Denke ich auch, ja, ja. 270.000 Euro zurück. Denke ich auch, ja. Okay? Das heißt, du bist dann als Auto gefahren, ein Jahr, 15.000 Kilometer und hast pro Monat ca. 1.000 bis 1.300 Euro verloren. Ja, ja. Aber dafür bist du ein Lamborghini Urus gefahren. Richtig. Du hast das Auto genossen. Okay? Jetzt packen wir mal die 90.000 Euro rauf, die du War definitiv gerade verlieren wir wirst. müssen- Wie viel? No, ja, Die klar. 90. Ja, denke ich auch. Plus die 10 von Basis hast du 100.000 Euro in einem Jahr verloren. Ja. Aber das sehe ich so wie eine Spielbank. Du investierst in Aktien. Du kaufst die Aktien, die sind top im Kurs, hast Pech. Ein Jahr später ist dein Geld weg, aber Hast keinen Spaß mehr. das ist halt Unternehmerrisiko, sage ich mal. Ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und Ja. bei so einem Auto ist auch nicht gesagt, dass ich den überhaupt jemals verkaufen werde. Ja. Was für ein geiles Auto, Stefan. Ne, macht Spaß, finde ich, ne? Macht Spaß. Ja, macht Spaß. Ich muss ja immer sagen, Umbau hin und her. Fazit, die große Frage war am Anfang, lohnt es sich, so ein Auto umzubauen? Und was passiert mit meinem Geld? Wir haben jetzt das Ganze so besprochen. 282.000 Euro hat das Auto im Basispreis gehabt. 90.000 Euro hast du nochmal on top Der Umbau. für den Umbau bezahlt. Und du hast ja nicht nur 282 bezahlt. Du hast ja, damit du das Auto sofort bekommst, nochmal was on top gelegt. Bisschen. Ein bisschen. Ne? Ein Zehner? Ich glaube 15er eher. 15. Das heißt, jetzt rechnen wir mal. 282.000 Euro Basispreis.
15.000 Euro, damit du das Auto sofort bekommst. 297? 297 plus 90.000 Euro, damit das Auto so steht, wie es da ist, 387. 387.000 Euro für einen Lamborghini Urus. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr? Würdet ihr das gut finden, so viel Geld für einen Umbau auszugeben und da genau zu wissen, dass das Geld weg ist? Spaßfaktor? Oder sagt ihr, boah, weißt du was, ich hole mir einen Urus, der ist schon mega geil und für 90.000 Euro hole ich mir vielleicht einen gebrauchten 911er oder eventuell schon einen gebrauchten Ferrari 430. Das ist Wahnsinn, oder? Den packe ich mir noch on top. Kommentiert mir das, was ihr darüber denkt. Ich bin nicht so der Fan davon. Ich finde, man kann detaillierter arbeiten, man kann Details setzen, so wie vielleicht andere Felgen oder mal mit einer Folierung Akzente setzen. Aber ein Auto komplett umbauen, bin ich nicht so der Fan von. Hier ist es sehr gut gemacht. Es ist eine verdammt coole Arbeit. Und eine Antwort bin ich euch noch schuldig. Ganz am Anfang habe ich gesagt, was das hier mit sich bringen könnte. Dieses Silikon. Also wenn du, guck mal hier nochmal rauf. Jetzt bei Regen siehst du es ja schlecht. Aber hier sehen wir schon, es fängt an, dass dort sich Dreck ansammelt und Dreck dran klebt. Okay? Und das bei einem Auto von ca. 400.000 Euro. Das heißt, Ergebnis, du musst immer wieder mal jedes Jahr oder eineinhalb Jahre, je nachdem wie viel du das Auto fährst, mal wieder zu der Werkstatt bringen. Die müssen es ein bisschen anschleifen und müssen das neu ziehen. Wusstest du das? Wusste ich nicht, aber ich denke, das musst du ja auch nicht wissen, weil du eine gute Firma hast, die für dich das Auto umgebaut hat. Ganz tolle Firma. Na? Genau. So, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like, schreibt mich an, beantwortet meine Fragen. Ich finde eure Kommentare einfach mega. Ciao.